Schauen wir mal, ne? Wo uns das hinführt. Vielleicht kann ich hier gleich irgendwo kurz anhalten. Mal nach dem Akku schauen. Oh doch. Ich glaube, hier war ich früher auch schon mal. Ich erinnere mich an das Gebäude hier rechts. Doch, hier war ich auch mal früher. Oder ich glaube, das wird noch relativ cool von der Landschaft. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, weil da der Fluss doch weitergeht. Aber nicht sicher, nicht sicher. Von daher einfach mal schauen, was uns hier so noch erwartet. Erstmal wieder Rakete hier. Ach so, falls ihr euch wundert, wenn man mich überhaupt hört, warum ich Rakete sage. Als ich 125er Führerschein gemacht habe, hat mein Fahrlehrer damals immer gesagt, wenn es außerorts wurde, jetzt aber Rakete. Deswegen sage ich immer Rakete oder ab und zu Rakete, wenn ich außerorts fahre. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Wenn es 100 oder unbegrenzt wird, beziehungsweise unbegrenzt ist hier außerorts ja 100. Von daher, deswegen sage ich Rakete. Wäre auch eine lustige Idee für den Shirt. Rakete und darüber einfach einen alle Begrenzung aufgehoben Schild. Oh, 50. Ah, hier geht's zur Autobahn. Dann fahren wir einfach mal geradeaus. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo es dahin geht. Oh. Auf welche Autobahn, aber wir schauen einfach mal. Also, auf welche Autobahn? Oha, was ein geiles Teil. Alter, Junge, 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 dafür brauchst du aber um so ein Teil zu fahren. Heiliges Er sah auch echt cool aus auf dem Ding. Wir fahren einfach mal nach Bad Oeynhausen und ich habe wieder eine Fliege auf meinem Visier, mitten auf meinem Visier. Ich glaube, ich muss hier schon raus. Alles noch da? Alles noch da. Da habe ich einen fetten Fliegen auf meinem Visier. Say, Holy moly, Alter, da war aber ein dicker Brummer. Ich weiß hier echt nicht genau, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich rechts rum fahre. Ich fahre mal rechts rum. Ich weiß zwar nicht, wo ich dann rauskomme, aber... Man weiß es nicht. Achso, hier ist ein Einfädelungsstreifen. Ah, doch, hier sind wir, beim Werrepark. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ah, da hinten sieht es aber ganz schön dunkel aus. Dann weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, war es das erstmal mit dem Video von hier.
Weil ich bin eigentlich das gefahren, was ich euch zeigen wollte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wait a minute! Who are you? Ich glaube, man versteht mich gar nicht. Von daher, falls man irgendwas versteht, schreibe ich das hier rein und sag mal bis gleich. Und fahren mal dahin. Boah, der war auch schnell unterwegs. Da sieht es gewaltig nach Regen aus. Wenn ihr... Ich habe wahrscheinlich schon Schiff gehabt in diesem Video, aber ich schneide das hier einfach dran, weil ich es gerade loswerden will. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Motorrad zu fahren, wenn ihr nicht allzu dick seid, ja, das hört sich jetzt erstmal bescheuert an, aber zum Beispiel, wenn ihr 125er fahrt, ihr habt nur 15 PS und wenn ihr dann etwas dicker seid, dann geht es ja nicht so gut ab, aber macht scheiß drauf. Auch wenn ihr dicker, wenn ihr Bock drauf habt, Motorrad zu fahren und ihr habt die Möglichkeit, ihr habt das Geld dafür parat oder ihr habt Oma, Opa, die euch das bezahlen und ihr könnt euch ein Motorrad holen, macht das wirklich. Und wenn ihr kein Motorrad fahren könnt, dann geht ins Gym. Das ist auch gut. Yeah, buddy! Wait! Yeah! Oder macht irgendwas. Und hockt nicht einfach den ganzen Tag zu Hause vom PC, auf TikTok, auf YouTube, auf was weiß ich. Geht raus und macht einfach was. Leben fängt da an, wo es sich nicht gut anfühlt. Zuerst. Aber später fühlt es sich dann gut an, glaub mir. Das war irgendwie so das, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, nachdem ich kurz über die Autobahn gefahren bin. Das war einfach der Dopamin-Flash. Was laber ich hier, Junge? Das guckt doch eh fast keiner. Ich scheiß doch drauf. Und wenn einer das guckt und dem hilft das, dann passt das.
Also, Abfahrt, wir sehen uns. Das ist jetzt das wirkliche Ende. Haut rein.